Herzlich willkommen zu diesem neuen Format, in dem wir uns die spannendsten Karten der Welt anschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Format findet, und ansonsten lasst uns keine Zeit verlieren und starten wir direkt rein. In der ersten Karte sehen wir alle Länder, in denen die Todesstrafe noch legal ist. Während sie in großen Teilen der westlichen Welt seit langem abgeschafft ist, bilden die USA eine große Ausnahme, da sie hier vollständig legalisiert und auch durchgeführt wird. Generell fällt auf, in wie vielen Ländern sie tatsächlich noch legal ist, in ganz Süd- und Ostasien und auch in großen Teilen Afrikas. Besonders auch in den Schwergewichten China und Indien ist sie vollständig legal, was auf jeden Fall ziemlich unberuhigend ist. Als nächstes haben wir eine Europakarte, die zeigt, in welchen Ländern wo Google Street View verfügbar ist. Spannend ist dabei, dass es in fast allen Ländern vollständig verfügbar ist, lediglich in Deutschland und Österreich sind sehr große Flecken zu erkennen. Und das liegt nicht etwa daran, dass wir so wenige Straßen haben, hier wird einfach Datenschutz sehr hoch geschrieben und Google tut sich deshalb sehr schwer, das Kartennetz in Street View zur Verfügung zu stellen. Es gibt Street View daher meist nur in den größten Städten und auch diese Aufnahmen sind mittlerweile über 15 Jahre alt. In der nächsten Karte geht es um die Hauptstädte der europäischen Länder. Normalerweise ist die Hauptstadt ja die größte und auch bekannteste Stadt des jeweiligen Landes. Diese Länder sehen wir hier in Blau. Das ist jedoch nicht immer so. In den gelb markierten Ländern ist die Hauptstadt zwar die bekannteste Stadt, allerdings nicht die größte. So zum Beispiel in Belgien, wo Brüssel hinter Antwerpen, Gent, Charleroi und Lüttich nur auf Platz 5 der größten Städte des Landes liegt. Aber auch in Schottland, das hier als eigenes Land aufgeführt wird. Dort ist Edinburgh die Verwaltungshauptstadt, Glasgow ist allerdings die größte Stadt. Und dann haben wir noch die rot markierten Länder. Hier wird es richtig spannend. In diesen Ländern ist nämlich die Hauptstadt weder die größte Stadt des Landes, noch die bekannteste. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist wohl die Türkei. Sehr viele halten Istanbul, das mit 15,5 Millionen Einwohnern die größte Stadt Europas ist, für die vermeintliche Hauptstadt. Tatsächlich ist es aber Ankara. Und selbiges gilt auch für die Schweiz. Die drei Städte Zürich, Genf und Basel sind allesamt größer und augenscheinlich auch bekannter als die Hauptstadt Bern. Hier sehen wir die ersten Länder, die die USA als unabhängiges Land anerkannt haben. Das erste Land war dabei tatsächlich Marokko, das die Vereinigten Staaten bereits 1,5 Jahre nach ihrer Unabhängigkeitserklärung anerkannte. Dicht gefolgt wird es von Frankreich, das die USA ja in ihrer Unabhängigkeit auch unterstützte. Die ehemalige Kolonialmacht Großbritannien erkannte sie tatsächlich erst im nächsten Jahrzehnt an, wie auch viele andere europäische Großmächte. Noch später folgten dann Norwegen, Österreich und Neapel. In den meisten deutschen Staaten dauert es aber tatsächlich noch deutlich länger. Bhutan hat übrigens bis heute keine formellen diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten aufgebaut. Und wir bleiben bei den USA. Hier sehen wir, welche Staaten alle von den Vereinigten Staaten seit 1946 bombardiert wurden. Sehr bekannt sind natürlich der Koreakrieg, der Vietnamkrieg, der Balkankrieg und die Interventionen im Irak und in Afghanistan. Man sieht aber, dass die Amerikaner auch durchaus sehr viele Angriffe vor ihre Haustür geführt haben. So zum Beispiel in Guatemala, Nicaragua und Panama. Aber auch einige Eingriffe in Afrika, zum Beispiel relativ kürzlich in Libyen, aber auch im Sudan, in Somalia und im Kongo. Zudem, relativ unbekannt, gab es auch Angriffe auf Indonesien 1958. In dieser Statistik gehen wir wieder zurück in die EU. Hierbei geht es darum, wie viel Trinkwasser die Menschen in den jeweiligen EU-Ländern verbrauchen. Dabei geht es nicht nur um Wasser, das die Menschen trinken, sondern auch zum Beispiel um Duschen, Kochen und so weiter. Die Deutschen verbrauchen dabei durchschnittlich 122 Liter pro Kopf und Tag, das ist deutlich weniger als die meisten anderen Länder in Europa. Bei den Briten sind es zum Beispiel 150 Liter, bei den Griechen 177 und in Italien unglaubliche 243 Liter pro Tag, also fast das Doppelte der Deutschen. Den niedrigsten Verbrauch haben dabei die osteuropäischen Länder, besonders auch die baltischen Staaten. In Litauen werden lediglich 61 Liter pro Tag verbraucht. Die nächste Karte dreht sich um Deutschland und die Bundesländer. Gezeigt wird die Bevölkerungsänderung, die bis 2035 prognostiziert wird. Hier zeigt sich eine klare Kluft zwischen Ost und West. Sachsen-Anhalt und Thüringen werden um über 10% schrumpfen, wohingegen die Bevölkerung in fast allen ehemalig westdeutschen Bundesländern steigen soll. Große Ausnahme bildet das Saarland, das um 6,8% schrumpfen wird. Das größte Bevölkerungswachstum wird für die Stadtstaaten Hamburg und Berlin prognostiziert. Besonders Berlin soll um 14,5% wachsen. Und als letztes schauen wir uns noch eine Grafik an, in der es um das meist erwähnte andere Land auf der Wikipedia-Seite eines jeweiligen Landes geht. Es lässt also einen guten Rückschluss darüber zu, mit wem dieses Land lange historische oder auch aktuelle Beziehungen hat. Im Fall von Deutschland ist zum Beispiel Österreich das Land, das am häufigsten benannt wird. Im Falle von Polen ist es Russland, im Falle von Frankreich sind es die Vereinigten Staaten. Interessant ist auch, dass das am häufigsten genannte Land bei Lettland tatsächlich Deutschland ist.
Aber auch in einigen Nachbarländern wie Tschechien, Österreich und der Schweiz wird Deutschland am häufigsten genannt. Österreich im Gegenzug wird in Ungarn am häufigsten genannt. So, das war's mit dem Video. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Format fandet und ob ihr gerne mehr davon sehen wollt. Ansonsten bin ich natürlich auch sehr auf eure Meinung zu den jeweiligen Statistiken und Grafiken gespannt. Hier verlinke ich euch noch ein Video über die WM. Viel Spaß beim Anschauen und ich sage ciao.